Läuft. Wir haben hier jetzt so einen Gesamtpreis stehen, den darf Tjag sagen. Den darf ich sagen. Moin Moin zusammen. Hi. Willkommen zu einem wunderschönen, kühlen Wintertag. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal so ein Video, was das Boot uns jetzt im ersten halben Jahr gekostet hat. Also halt letztes Jahr, ne? Wir haben 2022. Und das war natürlich ein großes Thema, bevor wir uns das Boot angeschafft haben, das erstmal durchzurechnen, okay, was kostet das, was könnte es kosten, was kommen irgendwie für planbare Kosten hinzu, was irgendwie unplanbar. Und da haben wir uns jetzt zusammengesetzt und haben einfach mal aufgeschrieben, was wir so grob alles zusammen im letzten Jahr ausgegeben haben. Vorab kann ich nur sagen, wir haben ja echt viel geguckt und sehr unterschiedliche Angaben bekommen. Und ich habe so eine Faustregel im Kopf, da wurde irgendwie gesagt, man soll pro Meter 500 € rechnen. Für so alles, also für Liegeplatz, Winterlager, eine größere Reparatur im Jahr, irgendwie so um und bei. So, und wir haben 8,5 Meter, das sind ja dann irgendwie so ja, 4.250 € circa im Jahr. Damit sollte man eigentlich immer hinkommen. So, das war so die Faustformel. Und wir sagen jetzt einfach mal oder stellen mal vor, was wir so alles ausgegeben haben. Und am Ende fassen wir, also wir haben schon zusammengerechnet und den Endpreis kriegt ihr am Ende dann nochmal. Ich bin gespannt. Also erstmal ist dieser Endpreis ja, wo wir dachten, oh wow, krass. Aber wir haben ja auch so keinen Vergleich, was andere so ausgegeben haben. Das ist ja auch immer unterschiedlich nach Bootstyp, Größe und was auch schon beim Kauf dabei war. Aber wir sind gespannt. Also ihr könnt ja auch mal ein bisschen in den Kommentaren berichten, was eure Ausgaben sind. Ja, und auch also, das mal einordnen, ob das irgendwie gut ist, ob das zu viel ist, ob das zu wenig ist. Ja, genau. Vielleicht ja auch zum Bootspreis. Das ist natürlich das Erste. Wir haben ja schon seit über einem Jahr einfach mal nach Booten geguckt, um so ein bisschen eine Idee zu kriegen. Wollten ja eigentlich jetzt auch noch keins kaufen. Aber wir hatten uns eigentlich mal als Limit so gesetzt, halt 10.000 €. Haben wir so gesagt, okay, dafür, das wäre schon so unser Limit. Es ist halt ein bisschen anders gekommen, weil wir eigentlich auch nach einer Maxi 77 am Anfang geguckt hatten. Aber das hat uns echt ein bisschen gestört, dass das mit der Toilette so blöd geregelt ist, dass es nicht so einen extra Raum hat. Und dann war immer so der Traum, okay, vielleicht fangen wir damit an und wenn wir dann was finden, eine Maxi 84, das wäre echt schon super. Ja, die war irgendwie fast nie verfügbar. Und dann haben wir die halt bei eBay Kleinanzeigen gefunden und da war die halt drin für 16.500. Ja. Genau. Was also natürlich deutlich über unserem Budget war. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, wir gucken uns die trotzdem an. Dazu kommt auch noch mal extra ein Storytime-Video, wie überhaupt dieser ganze Kauf passiert ist. Das war nämlich auch super, ja, einzigartig, würde ich sagen. Ja. Wir haben bezahlt für das Boot, für die Maxi 84, so wie sie halt ist, mit Pit und Pan. Mit Pit und Pan. Also wir haben zum Beispiel auch 2 Großsegel. Ja. Ne? Also wir haben dafür bezahlt 12.500 € inklusive Lagerbock, den wir hier nicht nutzen konnten. Den haben wir halt weiterverkauft für 700 €. Also haben wir, sage ich mal, 11.800 jetzt für das Boot bezahlt, so wie es ist. Also wir finden, dass das echt ein angemessener Preis ist für das, was wir hier alles bekommen haben. Ja. Ja, also ist unser Traumboot von der Größe her. Wir wollten eine Maxi haben und alles, was wir vorher geguckt hatten, war irgendwie jenseits davon. Also es ging eher in Richtung 20. Die nächsten Kosten, die dann so auf uns zugekommen sind nach dem Kurs, nach dem Kauf. Nach dem Kauf. Das war dann so der Sommerliegeplatz. Wir waren natürlich auf Liegeplatzsuche und haben, wie wahrscheinlich viele andere, die sich letztes Jahr ein Boot zugelegt haben, keinen gefunden erstmal. Und konnten dann netterweise den Liegeplatz in Flensburg für die letzte Saison, also die letzten 2-3 Monate waren das, glaube ich, übernehmen.
Und das hat uns 1.000 Euro gekostet von Juli bis Oktober. Ja, der war recht groß, der Liegeplatz, also viel zu groß für unser Boot. Ich weiß gar nicht, ob der 4 Meter, 5 Meter breit war, 9, 10 Meter lang, also der war riesig. Ja, der war über 10 Meter lang. Wir haben ja 8 Meter, 8,5 Meter. Also wir waren einfach nur froh, dass wir einen Liegeplatz hatten und haben das dann erstmal so bezahlt. Dann ging das auch schon weiter. Die Überfahrt habt ihr ja alle hoffentlich mitverfolgt. Und wenn nicht, verlinken wir nochmal die Playlist einmal. Ja, sehr interessant. Genau, da ging es dann nämlich auch schon in das Winterlager. Das haben wir hier jetzt bei der Ancora Marina im Außenlager. Und da haben wir auch so einen Festpreis bekommen. Die haben einmal den Unterboden sauber gemacht. Habt ihr ja vielleicht auch in unserem Winterlager-Video gesehen. Ja, und das wären einmal 1.114,42 € für die Wintersaison. Ja, also wenn man dann in die Halle möchte, wird es natürlich ein bisschen teurer, aber uns reicht das hier erstmal. Wir wollten unbedingt Spaß haben draußen mit Plan und Minusgraden. Na, man muss ja auch sagen, wir haben ja den Winterliegeplatz vorher bekommen, bevor wir wussten, dass wir nächste Saison hier auch einen Sommerliegeplatz kriegen, und wollten halt schon mal irgendwie den Fuß in die Tür kriegen und haben gesagt, okay, wir nehmen das, was jetzt hier frei ist, und sind dann wenigstens über Winter schon mal in Neustadt, weil wir uns ja schon gedacht haben, dass wir ein bisschen was machen müssen. Und dann ist es halt super wichtig, dass man nicht mega lange hinfährt. Also wir fahren jetzt eine Viertelstunde ganz entspannt hierher. Das ist halt super, ne? Ja, genau. Da kommen wir dann auch schon zum Sommerliegeplatz, den wir glücklicherweise hier auch bei der Ancora recht spontan bekommen haben. Das sind 1.192,15 € für die Sommersaison. Und ja, der Liegeplatz ist jetzt quasi auf unser Boot, wie sagt man, maßgeschneidert. Also es passt genau rein. Also er könnte gerne so 10 cm breiter sein. Ja. Das wäre wirklich ideal. Ihr habt es ja gesehen, bei Niedrigwasser müssen wir ein bisschen rangieren, bis wir rein und rauskommen. Mal gucken, das werden wir auch jetzt üben in der nächsten Saison. Aber bei Hochwasser, also als wir ja auch ins Winterlager gegangen sind und rausgekramt wurden, da konnten wir in einem Rutsch einfach raus. Also muss ich zeigen, ob das jetzt wirklich nervig ist oder... Ja, also erstmal haben wir einen Liegeplatz in unserem Traumhafen, wo wir hin wollten. Und da quetschen wir uns dann gerne auch erstmal rein und raus. Genau. Jetzt haben wir Versicherung. Natürlich auch ganz wichtig. Natürlich Haftpflichtversicherung. Also, keine Ahnung, falls wir gegen eine Schleuse fahren, ist irgendwie so mein Lieblingsszenario, oder gegen den Steg oder gegen ein anderes Boot oder so. Wir haben halt eine Haftpflichtversicherung. Also toll, dass uns sowas nicht passiert. Aber ja, genau, aber man weiß ja nie. Deswegen, der kostet 60,10 € im Jahr. Und wir haben noch eine Kaskoversicherung, wo wir halt den Kaufpreis abgedeckt haben von dem Boot. Das kostet halt im Jahr einmal 272,21 €. Ja, dann kommen wir zum Thema Plotter. Wir hatten ja keinen dran, also wir hätten einen mit übernehmen können, aber der war auch schon alt und das haben wir eigentlich nicht so als notwendig gesehen. Deswegen haben wir da auch noch ein bisschen Erlass bekommen beim Kaufpreis, weil die den auch noch weiter benutzen konnten. Und wir haben uns dann dazu entschieden, nachdem wir da auch den Tipp bekommen haben, das erstmal mit dem iPad zu machen, weil, naja, wir fahren erstmal nicht in die Nordsee, erstmal nicht um die Welt, so, sondern sind hier erstmal bei uns, da wird das, denke ich, mal reichen. Da kommt auch noch mal ein Video, was wir überhaupt vorhaben 2022, genau, was unsere Pläne sind. Genau, das wird aber auch noch mal ein extra Video. Ja. Nee, und deswegen haben wir gedacht, okay, wie kommen wir da kostengünstig und vernünftig irgendwie mit einem großen Bildschirm und so weg. Und dann haben wir bei eBay halt ein gebrauchtes iPad Air 2 gekauft. Das hat 155 € gekostet. Dann dazu eine Halterung. Das war tatsächlich relativ schwierig, fand ich, eine Halterung fürs iPad zu finden, die man festschrauben kann. Die hat 31 € gekostet, also 30,78 €. Und wir haben eine wasserfeste Hülle gekauft für 33,99 €. Dann natürlich Software. Wir haben Navionics. Haben jetzt so ein, ich glaube, das Ding heißt Kate. Also wir haben ein Kartenpaket, natürlich nicht alles so, ganze Ostsee brauchen wir nicht. Irgendwie Kattegat haben wir und noch was. Also den Bereich, den man braucht, um von Flensburg nach Neustadt zu kommen. Ja, also es ist quasi irgendwie von Flensburg bis Rügen. Genau. Glaube ich, so ungefähr. Ja. Wie viel Dänemark jetzt dabei ist, weiß ich nicht, aber das war so das Paket. Das war so das Kleinste, was wir halt gebraucht haben. Das kostet im Jahr 89,99 €. Und also wir fanden es super.
Das hat auch super funktioniert. Es war sehr genau. Wir haben damit auch geplottet, die Strecken. Wir konnten die Häfen da finden. Also das war echt super unproblematisch. Kommen wir mit zum wichtigsten Punkt. Ich weiß gar nicht, wie oft uns die Leute im Umkreis erzählt haben, ihr müsst euch unbedingt Schwimmwesten kaufen. Ja, wissen wir. Also wir haben uns 4 Schwimmwesten gekauft. Erst einmal haben wir 2 gekauft, weil wir da egoistisch nur an uns beide gedacht haben. Ja. Also das waren einmal 189,90 €. Die haben halt unterschiedlichen Auftriebswert. Genau, ne? Also, aber sind trotzdem, also es sind trotzdem richtige, ich weiß nicht, ich denke mal, sind das dann Rettungswesten? Und Schwimmwesten ja. sind diese, die du auf der Kanufahrt hast. Ja. Also es sind beides diese richtigen, die auch so einen Selbstauslöser haben. Wenn du ins Wasser fällst, dann geht dieser Mechanismus auf, die CO2-Kapsel bläst die auf und fertig. Also ne, habt ihr im Video gesehen, das sind schon diese richtigen. Und da haben wir halt 2 mit unterschiedlichen Auftriebs. Genau, die anderen beiden, die wir dann nochmal nachgekauft haben, als wir gemerkt haben, dass wir die Überfahrt nicht alleine schaffen. Was? Damit unser lieber Freund Olli, der mitgekommen ist, auch versorgt ist. Da haben wir dann einfach nochmal so ein 2er-Pack gekauft. Das waren einfach 139,80 €. Das sind eigentlich fast genau die gleichen, wie wir davor gekauft haben, nur mit etwas weniger Newton, sagt man, meine ich. Ja. Genau, aber trotzdem noch völlig ausreichend. Ja, also mit Klamotten und so Ja. treiben die trotzdem, denke ich, gut. Also da sind wir schon auf Nummer sicher gegangen bei der Sicherheit. Ne? Genau. Wir hatten ganz am Anfang hier am Boot noch so eine gelbe Schwimmrettungsweste hängen, die als Rettungsring gedacht war, glaube ich. Also die war wirklich schon sehr, sehr alt und da haben wir uns dann gedacht, da holen wir uns lieber was Aktuelleres, was eventuell dann auch oben treibt und nicht untergeht, wenn wir es ins Wasser werfen. Was der Person auch hilft, wenn sie im Wasser liegt. Was hoffentlich nie passiert, aber gut, dass wir es haben. Da haben wir uns so einen Hufeisenrettungsring von Baltic geholt. Der hat 52,99 € gekostet. Mit dem sind wir auch bisher zufrieden. Also wir haben ihn jetzt noch nicht bei einer Person getestet, aber der hatte so ganz gute Bewertungen. Und ich hatte ja auch damals einmal eine Umfrage gemacht, welchen Rettungsring ihr uns so empfehlen könnt. Das war auch bei Instagram. Und da kam der auch mit raus. Ja. Können wir im Sommer eigentlich mal testen. Ja, einfach so aus Spaß. Bei gutem Wetter, wenn man baden geht, schmeißt man das Ding einfach mal rein und guckt mal, wie das überhaupt so läuft. Genau. Ja, und dann kam jetzt, vor kurzem haben wir uns dann noch für unsere Segel, für die Fock vorne und das Großsegel eine Segeltasche gekauft, damit wir die gut verstauen können und transportieren können. Dafür haben wir ganz easy 19,25 € ausgegeben. Ja, ich glaube, das kann man auch ist jetzt keine spezielle Segeltasche, da kann man wahrscheinlich auch irgendwelche Sitzauflagen reintun, aber die tut das, was sie tun soll. Genau. Ich bin dran. Ja. So, dann das nächste. Also Thema Diesel. Wir hatten hier einen richtigen Kanister drin und haben uns einfach 3 normale 10 Liter Dieselkanister noch dazu gekauft. Also wir haben jetzt 4 Stück. Die haben alle diesen Einfüllstutzen und die haben zusammen 32,97 € gekostet, dass wir jetzt den Tank voll machen können. So, da passen 30 Liter rein. Oder 35, glaube ich, passen da rein. Jetzt kommt eigentlich nur noch so ein bisschen Kleinkram, was man vielleicht nicht unbedingt kaufen muss, aber wo wir gedacht haben, doch, das möchten wir jetzt haben. Naja, und eigentlich kauft man das ja auch und das hat man also, vielleicht nicht so unbedingt auf der Pfanne. Also wir haben uns einmal jeweils Segelhandschuhe gekauft, das waren pro Paar 34,99 € und natürlich, damit wir stylisch auf dem Boot unterwegs sind, durften auch diese klassischen Bootsschuhe nicht fehlen. Da hat Tiag sich welche für 90,95 € Die waren im Angebot gegönnt. Von 130 runter. Ja, meine haben 59,95 € gekostet und ich muss sagen, die waren auch echt gut. Also jetzt im Winter sind die natürlich ein bisschen kalt. Da habe ich mir auch noch mal ein paar andere einfache Turnschuhe gekauft. Die haben auch nur 29,95 € gekostet, aber da konnte man die dicken Socken besser dran anziehen. Aber für den Sommer werden die genutzt. Dann haben wir noch den GFK-Reiniger von Yachtigon einmal gekauft für unser GFK-Deck. Das war 16,90 € und allgemein haben wir Reinigungsmittel gekauft, auch ökologische quasi fürs Abwaschen und solche Sachen. Ja. Seife, alles was das Wasser auch so vertragen kann. Das müssten etwa, ich habe da leider nicht alle Kassemons aufbewahrt, aber so zwischen 10 und 20 € für alles gewesen sein. Genau, dann haben wir einen kleinen Staubsauger gekauft, so einen Handstaubsauger.
Das waren einmal 45,99 Euro. Dann haben wir noch einmal, weil wir keine Lust hatten, immer unsere Handtücher von zu Hause mitzunehmen, einmal so ein Paket Handtücher für hier, also großes, nachher im Sommer auch, wenn man mal baden geht oder so, und für die Hände zum Abtrocknen. Das sind etwa so 30 Euro gewesen. Ja, was dann jetzt noch mal ein bisschen teurer war, ist unsere Bettwäsche. Wie ihr vielleicht schon mal in den anderen Videos gehört habt, haben wir uns ja gegen Schlafsäcke entschieden, weil wir einfach, ja, es ist einfach irgendwie schöner, unter einer molligen, warmen Bettdecke zu liegen. Und Wir wollten nicht so das Campinggefühl haben. genau. Und wir wollen ja schon sehr viel Zeit hier drauf verbringen. Und dann haben wir gedacht, ey, jetzt richtig schön Decke und Kissen, das ist schon Ja. geiler. Da haben wir uns halt, wie gesagt, einmal eine komplett neue Decke gekauft. So eine, keine Ahnung, Pärchendecke, also eine große. 2 neue Kissen und dazu natürlich noch ein Bettlaken und Bezug. Das alles hat ca. 200 Euro gekostet, aber wir nutzen die Decke und die Kissen aktuell schon jetzt zu Hause, weil wir zu Hause nur eine kleine Sommerdecke hatten und das doch ein bisschen kalt war jetzt im Winter. Hat sich also zweifach gelohnt. Ja, dann haben wir uns noch einmal für 24,99 € einen Kochtopf gekauft, damit wir hier auch schön kochen können. Die Pfannen und Töpfe, die sonst hier einfach schon drauf waren, haben wir behalten. Die waren auch noch gut und Ja. Genau. Ja, Kleinkram noch wie eine Klobürste für 7,64 € und eine Zewa-Halterung für 16,99 €, die auch echt bombenfest hält. Also das Ja. ist so eine, die man klebt und nicht bohrt. Die ist auch echt super. Ja, dann haben wir noch 3 Kopflampen. Das sind insgesamt etwa 50 Euro, die wir da bezahlt haben. Ja, für Teller und Gläser und Schüsseln und Brettchen, die wir gekauft haben. Das sind auch etwa so 80 Euro gewesen nochmal. Da hätten wir auch günstiger mitfahren können, aber ja, das war auch erstmal so das, was wir bisher ausgegeben haben. Wir haben hier jetzt so einen Gesamtpreis stehen, den darf Tjag sagen. Den darf ich sagen. Ja. Also wir haben jetzt insgesamt bezahlt. Da ist ja auch schon Sommerliegeplatz nächstes Jahr mit drin. Ja. Okay, so, also alles, was wir jetzt bisher genannt haben, quasi haben wir jetzt bisher so bezahlt und haben jetzt insgesamt 16.939,82 € bezahlt. Ist das zu viel? Also, weiß nicht. Meine Einschätzung ist halt klar, Winterlager, Liegeplatz, wenn man jetzt nicht hier in Neustadt ist, wenn man irgendwo ein bisschen weiter weg ist und da was findet, habe ich ja auch gesehen, geht's günstiger. So, also würde ich schon sagen, beim Liegeplatz könnte man halt irgendwie ein bisschen was sparen. Ist halt die Frage, macht das Sinn, wenn man dafür länger fährt, mehr Sprit verbraucht, mehr Zeit verbraucht? Wir würden sagen nicht. Wir haben es halt dafür dann lieber vor der Haustür, wollten hier sowieso hin. Ja, Genau. so beim Kleinkram würde ich auch sagen, eher nicht so. Was mich interessieren würde, wäre halt Kaufpreiseinschätzung. Ich meine, ihr habt jetzt ja auch gesehen, was ungefähr gesehen, wie das Schiff so im Zustand ist vom Unterwasserschiff her. Wir haben ja auch 2 Roomtouren gemacht, wo man ja auch so sieht, wie es so innen ist und außen. Ja. Das wäre echt interessant, was eure Meinung dazu ist. Ob wir da zu viel ausgegeben haben oder ob wir da wirklich Schnapper gemacht haben. Ja, genau. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden jetzt gucken, was wir jetzt noch hier ein bisschen machen. Vielleicht noch ein Video drehen, vielleicht noch ein bisschen was arbeiten. Werkzeugkasten sehe ich da gerade so schön, wo die Kamera drauf steht. Ja. Habt noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Scheiße.